Regel Nummer 16. Das gelbe Trikot ist nur vom Führenden der Tour de France zu tragen. Wenn man nach den Regeln der Velominati geht, dürfte ich mich in dem Aufzug sicher nicht auf das neue Bike hier vor mir schwingen. Aber was stören uns so niedergeschriebene Regeln für Roadies? Wir testen natürlich das neue Cervelo ZFS 5 für euch. Auch wenn das Cervelo ZFS 5 erst das zweite Mountainbike von Cervelo ist, werden die meisten die Marke kennen. Schließlich wurde die letzten beiden Jahre die Tour de France von Jonas Vingegaard auf dem Bike von Cervelo gewonnen. Und Winter wie Sommer begeistert Wout van Aert Millionen von Zuschauern beim Cyclocross-Rennen oder bei den Frühjahrsklassikern auf dem Bike von Cervelo. Und damit ist der Markenkern von Cervelo schon ziemlich genau umrissen. Es gibt keine zweite Marke, die ihre Bikes so konsequent auf die Bedürfnisse von Rennsportlern ausrichtet wie Cervelo. Sharaf Rumen hat die Marke vor über 20 Jahren gegründet, mit dem bedingungslosen Willen zur technischen Verbesserung. Ich als Biker würde sogar behaupten, der Typ hat vor über 10 Jahren das momentan gehypte Genre der Aero-Rennräder mit dem ersten Soloist erfunden. Die Geschichte und der Hype um die Marke Cervelo macht natürlich noch lange kein gutes Mountainbike aus. Deshalb werfen wir jetzt einen objektiven Blick auf die Fakten von dem Bike. Schon im Vorfeld der Präsentation des ZFS 5 schwirrten einige Kommentare durchs Netz. Dieses Bike sähe aus wie ein Santa Cruz Blur. Und ja, eine gewisse Ähnlichkeit ist nicht zu leugnen. Und auch nicht verwunderlich. Schließlich gehören Cervelo und Santa Cruz zum selben Mutterkonzern, der Pon Holding. Man kennt solche Firmengeflechte aus der Automobilindustrie. Aber nur weil Audi und VW zum gleichen Mutterkonzern gehören, rollt in Wolfsburg noch lange nicht derselbe Kombi wie in Ingolstadt vom Band. Und genauso ist es auch in der Fahrradbranche. Wenn man nämlich auf die Details schaut, entdeckt man deutliche Unterschiede. Der offensichtlichste Unterschied liegt in der Geometrie. Das Bike fällt beim Reach und bei der Oberrohrlänge etwas kürzer aus als das Santa Cruz. Dafür ist der Vorbau etwas länger. Man könnte fast sagen, die Geometrie ist etwas vom Rennrad geprägt. Für den zweiten Unterschied haben wir das Bike komplett zerlegt. Wenn man die Schönheit hier ohne Dämpfer und Steckachse auf die Waage legt, bleibt sie bei knapp über 1700 Gramm stehen. Der Rahmen des Santa Cruz Blurs wiegt in Rahmengröße L 1829 Gramm und ist damit deutlich schwerer als das Cervelo-Bike. Das Komplettbike haben wir ohne Flaschenhalter und ohne Pedale mit exakt 10 Kilo gewogen. Und der Wert dürfte die Kinnladen bei den Konkurrenten runterklappen lassen. Auf bike-test.com haben wir den kompletten Mountainbike-Markt analysiert. Und Race-Fullies, die unter 10 Kilo wiegen, die kann man echt an einer Hand abzählen. Was außerdem auffällt, ist die saubere Zugverlegung durch den Steuersatz. Im Gegensatz zu den meisten Konzepten der anderen Hersteller verlaufen die Züge hier aber weder durch den Vorbau noch durch die Spacer des Bikes. Die Züge verschwinden wirklich nur durch den Steuersatz in den Rahmen. Und das ermöglicht, dass man standardisierte Vorbauten und Lenker verbaut. Wenn man den Lenker in der Höhe verstellen will oder einen anderen Vorbau verbauen will, hat man hier deutlich mehr Möglichkeiten. Beim Thema Steuersatz gibt es aber auch Kritik. Ein Lenkanschlagsbegrenzer wiegt zwar etwas mehr, ist im Cross-Country-Genre aber durchaus sinnvoll. Wenn man nämlich stürzt und das Vorderrad einknickt, verhindert so ein Begrenzer, dass der Bremshebel oder der Schalthebel das Oberrad zerkratzt oder sogar zerstört. Generell ist die Zugführung aber sehr gelungen. Das liegt unter anderem daran, dass SRAM mit den neuen Stealth Ultimate Levelbremsen die Zugausgänge besonders nah an den Lenker legt. Aus der Fahrerperspektive ist kaum ein Kabel zu sehen. Dafür gibt es Applaus. Die auf der Hinterradachse abgestützte Bremsaufnahme spart Gewicht. Das geschraubte BSA-Trittlager erhöht die Komplexität bei der Rahmenkonstruktion. Und es ist auch etwas schwerer als ein Pressfit-Standard, weil es eine Aluhülse braucht. Aber es erleichtert dafür die Wartung für uns Biker im Nachgang. Unser Testbike hier ist nur mit einem Hauch von Klarlack überzogen. Und das ist bei Carbonrahmen immer ein Zeichen dafür, dass die höchste Qualitätsstufe in der Verarbeitung anliegt. Denn wo kein Lack ist, lässt sich auch kein Bläschen oder keine Falte in der Carbonmatte kaschieren. Die Carbonverarbeitung war schon immer ein Steckenpferd von Cervelo. Beim Thema Stiffness to White macht den Kanadiern im Rennradbereich so schnell keiner was vor. Und im Wiegetritt auf dem Trail merkt man auch hier keinerlei Bewegung. Andere Bikes in der Gewichtsklasse haben da schon mal ein Problem.
Was man dagegen schon merkt, ist das geringe Gewicht der Reserve Carbon Laufräder. Das Thema Gewicht ist bei den Laufrädern natürlich doppelt wichtig. Zum einen ist es einfach Gewicht, das man den Berg hochhieven muss. Zum anderen ist es auch eine rotierende Masse, die mit jeder Tempoverhärtung erneut beschleunigt werden muss. Wenn man also hier Gewicht spart, merkt man es beim Fahrgefühl besonders. Bei all den Lobeshymnen zum Thema Gewicht muss aber natürlich auch klar sein: Das Bike hier vor mir ist mit der hohen Sattelstütze und den spärlichen 100 mm Federweg eine aufs Racing getrimmte Maschine. Wer mehr Touren oder Trails fahren will und weniger auf Rennstrecken fokussiert ist, der tut sich wahrscheinlich gut daran, sich die Trail-Version des ZFS 5 anzuschauen. Mit einer Teleskopstütze und einer 120er Federgabel, die dann verbaut sind, erweitert sich der Einsatzbereich von dem Bike dann deutlich. Der Hinterbau passt zur sportlichen Ausrichtung des Bikes. Wir haben den Hinterbau mit ca. 20% Säg gefahren. Und in der Einstellung bleibt er im Wiegetritt auch in der offenen Dämpferposition relativ ruhig. Die Kehrseite der Medaille: Bei dem Säg-Setup gibt es auch Hinterbauten, die sensibler auf kleine Schläge reagieren. Das gekoppelte Lockout des kompletten Fahrwerks über den Gripshift-Hebel hier ist geil. Aber wir hätten uns hier eine Zwischenstufe gewünscht. Die neueste Generation der SID-Gabeln und SID-Lux-Dämpfer konnte es nämlich. Und diese Zwischenstufe ist kein Feature, das nice to have ist, sondern bringt einen wirklichen Mehrwert auf dem Trail beim Fahren. Den Technikfreaks läuft das Wasser bei den Worten SRAM XX Transmission Eagle im Mund zusammen. Und die Schaltung erfüllt auch an dem Bike hier alle Erwartungen. Sie schaltet unter Volllast, wie das keine andere Schaltung auf dem Markt kann. Die Zweikolbenbremsen von SRAM sind nicht gerade als Wurfanker bekannt. Cervelo weiß das und setzt hier von vornherein auf die Vierkolbenbremsanlage von SRAM. Auch das ist kein Bremsfallschirm, aber sie verzögert ordentlich. Wer mehr Bremspower will, kann es mit größeren Bremsscheiben ganz einfach tunen. Kommen wir zum Punkt. Taugt das Bike was und für wen ist das Bike überhaupt die richtige Wahl? Weder beim Rahmen noch bei der Ausstattung machen die Kanadier hier irgendwelche Kompromisse. Und der Lohn dafür ist das serienmäßige Gesamtgewicht mit 10 Kilo. Das Bike hat im Gelände einen brachialen Vortrieb. Damit bleibt Cervelo auch abseits der geteerten Straße seinem Charakter treu. Wenn du ein Roadie bist und bisher nur ein Gravelbike für den Einsatz im Gelände in deiner Garage stehen hast, wird dich das Bike im Gelände begeistern. Wenn du aber von der Mountainbiker-Seite her kommst und einen Untersatz für richtige Trailfahrten suchst, dann musst du dir definitiv die Trail-Version des ZFS 5 anschauen. Grundvoraussetzung, wenn du dich für dieses Bike interessierst, ist das nötige Kleingeld. Denn typisch Cervelo ist ohne Moos nichts los. Das Bike hier vor mir kostet in der Top-Version über 10.000 €. Und auch das günstigere Modell sprengt den Preisrahmen von 5.000 €. Der Rahmen ist ein gelungenes Erstlingswerk von Cervelo im Fully-Bereich. Und auch das Komplettbike hier vor mir ist ein purer Traum für alle Racer. Wenn Jonas Vingegaard damit von der Straße ins Gelände abbiegt, wird ihm auch mal ein Lächeln über die Lippen kommen.